Mit dem Begriff surreal oder surrealistisch meinen wir etwas Unwirkliches. Der Surrealismus ist eine Kunstrichtung mit traumartigen Elementen. Sie entführt in eine Welt des Unbewussten. Man denke an die brennenden Giraffen bei Salvador Dalí oder an seine zerfließenden Uhren. Der in den 1920er Jahren aufkommende Surrealismus verwendete bekannte Objekte und Motive, brachte sie aber in widersinnige Zusammenhänge. Dabei war die Absicht nicht, sie wie in der Traumdeutung als Symbole zu begreifen, sie sollten stattdessen für etwas völlig Neues stehen. Und damit sind wir bei der Frage, ob das Medium Film unverständlich oder sogar verstörend sein darf. Der berühmteste surrealistische Filmemacher ist sicherlich Luis Buñuel. Gemeinsam mit Dalí schuf er 1929 den kurzen Stummfilmklassiker Ein andalusischer Hund. Zwischentitel, Gesten, Mimik, Montage, Musik, alles ist vorhanden, klar erkennbar und irgendwie vertraut. Die Handlung ist teilweise nachvollziehbar, aber nicht erklärbar. Aus einer Hand kommen Ameisen. Tote Esel liegen in Konzertflügeln. Eine Frau lässt sich ein Auge zerschneiden und einen andalusischen Hund sucht man vergeblich. 1999 verfilmte Spike Jonze Being John Malkovich. Vieles ist einigermaßen verständlich, bis der Protagonist im 7,5. Stock eines Hochhauses einen Zugang findet, um in das Bewusstsein des Schauspielers John Malkovich hinabzusteigen. Sehr schräg. In meinem Film Die Schriftstellerin habe ich surreale Momente eingeflochten. Der Plot ist simpel. Eine erfolgreiche Autorin will schreiben und hat Ideen, aber sie wird massiv gestört. Man klingelt an ihrer Tür, aber die Typen werden immer bizarrer und es werden immer mehr. Ihr Literaturagent, der sie unterstützen soll, ist keine Hilfe. Mal verlangt er einen Roman, mal eine Biografie, dann glaubt er, Schriftsteller wollten ihn umbringen. Vieles, was geschieht, kann man interpretieren als Frust der Autorin. Psyche und Gehirn spielen ihr Streiche. Es beginnt mit harmlosen Übertreibungen, etwa wenn Lara Sesand die Wohnung verlässt, um dem Baulärm auszuweichen und dabei Baustaub von ihrer Kleidung wischt. Sie flieht ins Café Breton aus Beton, wo sie sonderbare Rachefantasien gegenüber den Nervbolden erlebt. Der Handschuh ist eine Hommage an ein bekanntes Foto des Surrealisten André Breton. Manches diente Irritation, so der Spaziergang am Grab von Kleist. Hausmeister und Kripo-Beamter verschmelzen zu einer Art Romanfigur. Unheimlich ist die Suche der Schriftstellerin nach Klopfzeichen. Wird sie verrückt oder sollen wir getäuscht werden? Sehr surreal ist der Tod des Literaturagenten. Eine Beerdigungsszene mit Gehirn und den Blättern eines Rotkohls. Ein surrealistisches Gemälde liefert nicht automatisch eine erklärende Auflösung mit. Die Mehrdeutigkeit, die viele von uns in der Malerei schätzen, sollten wir meiner Meinung nach auch in Filmen finden. Das bereichert uns. Die Bühne ruft. Aber nun wissen Sie, wie die Fotografie zeichnet sich Film als ein besonders realistisches Medium aus. Daher eignet er sich gut für die künstlerische und unterhaltsame Verfremdung. Es wird ein Schlüsselroman!